Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Folge The Council. Wir haben beim letzten Mal ja unseren etwas dürftigen Bericht abgeliefert. Trotzdem haben wir von dem Turmzimmer erfahren, in dem sich unsere Mutter aufhält. Und nachdem gegenüber vom Arbeitszimmer nicht geht, nehme ich mal das hier gegenüber der Treppe. Und siehe da, das war auch die richtige Entscheidung, war auch das einzig Mögliche meiner Meinung nach. War letztes Mal ja ein bisschen verwirrt, wie gegenüber vom Arbeitszimmer was sein soll. Aber gut, so, dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says we must find a safer way to communicate. Someone is on to us. Trust in my faith in the man with the sword. So mother had an accomplice here. Who could it be? Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Ja, irgendwie sowas habe ich ja schon erwartet. Wird uns ja nicht alles freiwillig auf die Nase gebunden, das kennen wir ja schon. Also Glaube und der Mann mit dem Schwert. Da werden wir einfach hier mal die Augen offen halten, was wir hier noch so finden. Honey, the remedy of the gods. Neben dem restlichen. There are burnt papers in the chimney. Okay, das war der Ding. Den können wir nochmal anklicken und leider nicht abbrechen. Aber okay. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass wir hier nichts übersehen. Da bin ich ja Experte drin und gerade wenn es um so Rätsel geht, übersehe ich ja gerne mal was. I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Ja, wie gesagt, wussten wir schon, sorry. Aber ich wollte einfach sicherstellen, dass wir nichts verpassen. Was natürlich schlecht ist, ist, dass unsere Ausdauer schon ein bisschen am Ende ist. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured. For what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Das hilft uns, glaube ich, erstmal nicht weiter. What is this disc? Schauen wir uns mal genauer an. Oh, that reminds me of the ones my mother collects. It's magnetic. Vielleicht auch mal die Bilder begutachten. St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio. Aber hier sehe ich nichts mit dem Schwert. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Machen wir stattdessen mal einen Ausflug ins Kunstlexikon. Da vorne liegt noch was. Und dann haben wir es, glaube ich, auch schon für den Raum. Ich hoffe mal, dass nicht gleich das nächste Hindernis hier wartet. War irgendwie klar. The door appears to be locked on the other side. Ich will da rein. I think I heard something fall to the ground. A metallic sound, like a key falling to the floor. We'll see if it works. Sonst keine Möglichkeit haben. Dann ebenso. It's open. Captain Obvious.
Okay, noch mehr Bücher, ein Bild. Ach, schau mal einer, guck, da haben wir doch jemand mit Schwert. St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. No, what does that mean? Das werden wir hoffentlich noch herausfinden. Aktuell habe ich noch keine Idee. Wir mogeln mal ein bisschen. So we have the figure 11 twice underlined and a story of a group of pilgrims who it looks like Paul is speaking to. Maybe it's a code. There must be a connection. A text on Paul must be somewhere, and it must be associated with the figure 11. But what's the story with these pilgrims? I mean, a connection with the figure, maybe? Schauen wir mal, ob wir noch irgendwie mehr zu dem Thema rausfinden können. Und schauen wir mal, was hier noch so alles gibt. Liegt ja doch noch jede Menge rum hier. Amber. Bernstein ist immer gut. Auch wenn ich befürchte, dass wir das Ding ja nie wieder voll kriegen. Painting of St. Mark from the collection of the Apostles by Guido Reni. Okay, wir haben also Markus, wir haben Paulus, aber Markus hat kein Schwert. Also Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. gehen wir mal davon aus, This commode recently. Their fingerprints on the sheets and in the dust. dass wir mit dem Hinweis bei Paulus erstmal weiterkommen. Die Frage ist noch, wohin, aber mal ein bisschen geduldig sein. It's St. John, painted by Guido Reni. The New Testament. Okay, Neues Testament, Evangelium, Paulus Briefe. Paulus Briefe ist doch schon mal gut. Da haben wir noch Markus Testament. Da steht jetzt aber nichts mit 11. Da steht auch nichts mit 11. Hier haben wir einen Vers 11. Da ist nichts. Das wird es aber wahrscheinlich nicht sein. And it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and much people. Nee, das bringt uns erstmal gar nichts, da bin ich relativ sicher. Dann schauen wir mal die Paulusbriefe. Hier gibt es 11,11. Das ist doch spannender. Have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Oh, wait. A note from Mother is carefully folded between the pages here. What does it say? Dear E, Okay. I'm glad you found this note. I was afraid the code of the two groups of pilgrims would mislead you. Pick up the package. You know where, and hide it where no one will find it. It's imperative. Awaiting your reply. Hidden behind the youngest apostle. What? The youngest apostle? What does Mother mean by that? Naja, der jüngste Apostel ist der mit dem geringsten Alter. Und da haben wir doch ein relativ junges Kerlchen als Apostelgemälde. The painting looks like it's been taken down recently. What was it my mother said? That she would wait for an answer hidden behind the apostle.
Ah, of course. There's something written behind the painting. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add 1 companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? Keine Ahnung. On the second day, the pilgrims listened to the prophecy of the young apostle. The prophecy of the young apostle, that was John. And the prophecy mentioned is most likely the book of Revelations according to St. John. Sollen wir jetzt hier nochmal irgendwas einpfeifen? Momentan bin ich gerade ein bisschen verpeilt. Aber Entschuldigung, ich wollte da reinschauen. Kamenidengeist, da haben wir noch 4. Mal den schädigenden Effekt wegmachen. Und dann They should machen wir add a das. companion to their left and 3 to their right to complete their ranks. I imagine it applies to their code, the one Mother set up with the pilgrims. What's this? A group of pilgrims who Paul was talking to, and now John is telling them prophecies? Schauen wir mal nochmal hier ins Buch. Da Offenbarungen des Johannes. 1 zur Linken und 3 zur Rechten. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Zur Linken und 3 zur Rechten. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Und da irgendwas mit 1 und 3 ja nicht. Hä? Ich check's gerade If we nicht. say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Ich glaube, für dieses Rätsel bin ich irgendwie gerade so doof. Kann Hereby es sein? know that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit. Was hat sie nochmal geschrieben? Bla bla bla. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich muss mal in Ruhe drüber nachdenken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao, ciao.